Ja, das gibt es ja im Englischen auch, so Trans-Identifying Male oder Mhm. Female, so in TERF-Kreisen. Also eigentlich Genau, ist das ja in genau das. Turfkreisen. Und eigentlich, Ja. eigentlich sind wir das ja. Also ich nicht, du potenziell, weil ich bin ja ein Mann, ich kann ja kein Turf sein, aber ich weiß es nicht. F könnte für Faggot stehen. Ah, Äh, okay, okay, okay. Habe ich auch schon mal gehört. Also, Ah, oh, schön. Aber da bin ich ja auch nicht hundertprozentig drin, weil erstens hab ich auch schon Transfrauen und Transmänner tatsächlich gedatet. Also bin ich ja nicht exclusionary. Und zweitens bin ich ja auch so ein bisschen bi. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen darf. Müsste ich erst mit dem Zentralkomitee der Trans-Exclusionary Radical Feds erstmal abklären. Ähm, ja, äh, ja, dass es sicherlich gibt. Ja, ja. mhm. Oder wenn es das Wenn nicht, seltsamerweise nicht dann geben muss man es sollte, gründen. kannst du es einfach Es gründen, stimmt, genau. ja. Und, Ja, ja. hallo Johannes. Hallo René. Ja, ich wollte dir noch mitteilen, dass ich kürzlich herausgefunden habe, dass ich offensichtlich immer noch Teil des Trans-Umbrellas bin, ohne dass mir das bewusst gewesen wäre. Ich habe nämlich kürzlich einen Text online gefunden auf der Webseite des Dyke March Nürnberg, den ich dir dann ja auch habe zukommen lassen, den ich ganz interessant fand in dieser Hinsicht. Da gibt es nämlich einen kleinen Abschnitt, in dem erklärt wird, was ein Dyke March denn überhaupt ist. Und dort steht, dass Dyke ein Begriff ist, der abfällig für Lesben in den USA und Kanada benutzt wurde und der aber auch von vielen Dykes reclaimed, also zurückerobert wurde. Soweit, so gut. Dyke war ein Schimpfwort, beziehungsweise ist es teilweise immer noch für lesbische Frauen. Und dann steht da aber, Dykes sind nicht nur frauenliebende Frauen, es handelt sich um einen inklusiven Begriff, der non-binäre, trans-, agender- und detrans-Menschen inkludiert. Und das fand ich durchaus sehr interessant, dort den Begriff Detrans, was ja die Kurzform für Detransition oder detransitioniert ist, zu lesen, in einer Reihe mit diesen ganzen Begriffen, die alle irgendwie unter den Trans-Umbrella fallen. Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist. Normalerweise ist es ja so, dass in entsprechenden Kreisen, die man als, ich sag mal, transaktivistisch, transideologisch bezeichnen könnte, Detransition sehr stiefmütterlich behandelt wird. Das ist ein Thema, das sehr gerne sehr abgetan wird, als irrelevant. Es seien 1% oder sogar unter 1% der Leute, die sich für eine Detransition entscheiden. Sprechen wir nicht drüber, wir reden sonst nur den falschen Leuten nach dem Mund. Und jetzt wird da ganz explizit Detrans erwähnt. Und ich habe eine These dazu, nämlich die, dass angesichts dessen, dass das Thema Detransition in der Debatte um diese ganze Trans-Thematik ja durchaus auch relevanter wird, dass immer mehr Detransitioner auch mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gehen, man sich so ein wenig eine Ausweichstrategie zulegt, dass das Thema nicht geleugnet wird, aber im eigenen Sinne uminterpretiert wird, sozusagen. Dass Detransition nämlich eine Variation von Trans sei und insofern ja gar kein Hinweis darauf, dass die Transideologie vielleicht dann doch einigermaßen fehlerbehaftet sein könnte. Und ich denke, das ist das, was heute vor allem das Thema sein wird. Wir hatten da tatsächlich ja auch schon mehrere Indizien dafür gefunden. Also unter anderem deinen Artikel, den du gerade schon angesprochen und vorgelesen hast. Und noch andere Sachen. Wir würden jetzt also kurz durchgehen, was wir gefunden haben und kurz drüber sprechen. Und am Ende haben wir dann noch Zeit für weiteres Gespräch und eine Prognose, wie das wohl in der Zukunft vermutlich weiterlaufen wird. Der nächste Artikel, den ich dazu gefunden hatte, wird hier übertitelt mit The Truth About Detransitioning. Ist geschrieben von einer Trans-Person, von einer Trans-Frau
Ich fand den recht interessant. Ich habe mir ein paar Sachen, oder wir hatten uns ein paar Sachen rausgestrichen. Zum einen ist natürlich interessant, dass der Artikel so aufgebaut ist, dass am Anfang gleich mal Trump hier erwähnt wird, natürlich als der furchtbar schlimme Bösewicht. In its campaign against transgender rights, the Trump administration has been spotlighting stories of people who have regretted transitioning. Und das ist natürlich ganz schlimm. Wenn man dann nochmal zum Ende des Artikels springt, even when faced with the cruel rhetoric and dangerous policies of the Trump administration. Also hier scheint jemand zu wissen, dass das, was am Anfang erwähnt wird und was am Ende erwähnt wird, besonders im Gedächtnis bleibt. Und dazwischen wird dann einiges ausgefüllt in diesem Artikel, was aus meiner Sicht nicht unbedingt den besten wissenschaftlichen Standards entspricht. Zum Beispiel fand ich interessant, sie haben dann Leute untersucht, die eben detransitioniert sind. Und sie haben die in 4 Gruppen eingeteilt, wovon überhaupt nur eine Gruppe, nämlich die letzte hier, transitioned because of an identity change, mental health related factors and dissatisfaction with treatment. Also nur die eine der 4 Gruppen geht überhaupt aus der Transition raus, weil sie merken, dass das vielleicht nichts für sie ist. Ja? Und ich glaube, dass das ein großer Fehler in der Matrix ist für Transideologen, wenn sie sehen, es kann sich ja jemand täuschen in seiner Geschlechtsidentität. Weil das bedeutet ja, dass man daran zweifeln muss, ob es vielleicht richtig ist, dass man auch kleine Kinder schon auf den Transweg schickt mit Medikamenten und möglichen chirurgischen Eingriffen später und allem drum und dran. Dann hatten wir, oder ich glaube, die Stelle ist dann dir aufgefallen in diesem Artikel, For decades, trans medicine has operated under the assumption that gender identity was fixed from childhood and that the goal of gender-affirming care is to align a person's body with a deeply felt internal sense of gender. Transitioning was a one-way street, often ending with surgery, but many recent studies, including my own, show that gender identity for some youth can evolve. Ja. Und das ist dann, denke ich, die Stelle, die am meisten meine eingangs geäußerte These untermalt. Also ich würde dem, was du bisher gesagt hast, im Wesentlichen zustimmen. Natürlich muss man sagen, diese Studie ist noch nicht veröffentlicht. In dem Artikel ist davon die Rede, dass das in den nächsten oder innerhalb der nächsten paar Monate der Fall sein wird. Ich finde es dann tatsächlich auch sehr interessant, die zu lesen. Aber diese Einteilung scheint mir schon einen bestimmten Zweck zu verfolgen, auf den auch eben gerade diese Stelle hindeutet, nämlich es so darzustellen, als wäre die Transition für manche vielleicht schon, aber für den Großteil nicht eine Entscheidung, die tatsächlich falsch war, sondern es war für die meisten halt einfach so, dass ihre Geschlechtsidentität sich über die Zeit verändert hat und deshalb sind sie sozusagen nochmal in eine andere Richtung transitioniert, was dann eben die Detransition darstellt. Was natürlich einigermaßen praktisch ist, weil man dann trotzdem weiter diese Forderung stellen kann, wie du gesagt hast, dass Leute in ihrer Geschlechtsidentität unbedingt zu affirmieren sind. Was ja vielleicht an der Stelle gesagt auch das Wesentliche ist, was zumindest ich aus meiner Perspektive als Transideologie kritisieren würde. Es geht ja nicht darum, dass erwachsene Menschen die Entscheidung treffen, ihren Körper, ihr Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten. Jeder hat das Recht auf körperliche Autonomie, das können die Leute durchaus machen. Aber es geht eben um diese autoritäre Forderung, dass jeder sie auch genau als das, als was sie sich selbst verstehen, wahrzunehmen haben.
und das unbedingt zu affirmieren haben. Und auf das kann man durchaus weiter pochen, wenn man davon ausgeht, dass sich eine Geschlechtsidentität ändern kann, aber nicht davon, dass Leute sich in ihrer Geschlechtsidentität tatsächlich irren können. Jetzt muss man dazu sagen, du selber bist detrans. Vielleicht für die Zuschauer, die das nicht wissen. Du sprichst ja da aus einer Perspektive, du hast es ja durchaus selber nachvollzogen, wovon du da sprichst. Ja, und ich würde eben durchaus sagen, das war eine Fehlentscheidung. Und ich würde auch sagen, dass eigentlich der größte Teil der Professionellen, mit denen ich im Laufe meiner ursprünglichen Transition zu tun hatte, ihren Job nicht sonderlich gut gemacht haben, indem sie mich einfach affirmiert haben und nie wirklich hinterfragt haben, was ich denen aufgetischt hatte. Das bedeutet nicht, dass ich mich selbst da aus der Verantwortung nehme. Wie gesagt, das war auf jeden Fall auch mein Fehler. Zudem ist aber vielleicht, das ist der andere Punkt, nicht gekommen wäre, wenn die Leute, mit denen ich zu tun hatte, nicht dieses affirmative Modell verfolgt hätten. Ja. Dann hatten wir, oder dann ist mir in Leipzig noch ein Aufkleber aufgefallen. Den fand ich auch sehr interessant. Was bedeutet eigentlich Dyke? Ja, da sind wir wieder bei dem Begriff. Als Dykes bezeichnen sich Lesben und weitere queere Menschen, die sich den Begriff zurückerobert haben. Doch Dyke sein ist nicht nur eine sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität, sondern auch eine politische Identität und ist Trans Sternchen und Intersternchen inklusiv. Das ist schon mal sehr interessant. Und dann gab es noch denselben Aufkleber, wie er aber tatsächlich verklebt wurde. Und hier, den lese ich jetzt nicht nochmal komplett vor, aber hier steht sowas Ähnliches nochmal, aber wie in einfacher Sprache. Dyke beschreibt auch eine politische Meinung. Das Ziel der politischen Meinung ist ein besseres Leben für alle Menschen. Dykes sind nicht nur Frauen. Dykes sind auch nicht-binäre Menschen. Ich finde es dermaßen faszinierend, wie hier der Begriff Dyke, der ja definitiv früher ein abfälliges Wort für Lesben gewesen ist und der sich dann wieder angeeignet wurde, jetzt versucht wird aufzuweichen, sodass er Menschen inkludiert, die gar keine Lesben sind und auch gar keine Frauen sind, zumindest wenn man der Definition von Nicht-Binarität folgt. Ne? Warum? Warum diese Entgrenzung dieser Begriffe? Als ob man irgendwie ein Problem damit hätte, dass es überhaupt irgendwas gibt, was nur bestimmte Menschen eines Geschlechtes bezeichnet, die eine bestimmte sexuelle Orientierung haben. Nein, das darf nicht sein. Es muss irgendwie auch nicht-binäre Menschen oder, wie es hier steht bei dem anderen Sticker, es ist trans- und interinklusiv. Also, wenn ich mich als Dyke bezeichnen würde, morgen früh, dann wäre ich auch eine Dyke. Ich wäre dann trans, ich wäre eine Transfrau und ich wäre dann auch eine Dyke. Warum? Zumindest möchte ich noch ergänzen, wenn du die dementsprechende politische Einstellung hättest, was ja auch ganz interessant ist, dass die sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität, das ist ja auch eine interessante Formulierung auf dem ersten Sticker, irgendwie zusammenhängen muss, offenbar mit einer gewissen politischen Gesinnung, von der natürlich klar ist, welche das zu sein hat. Und da finde ich insbesondere auch noch die Formulierung und/oder Geschlechtsidentität ganz interessant. Es ist ja durchaus so, dass einige lesbische Frauen
durchaus, ich sag mal, ein kompliziertes Verhältnis zu Weiblichkeit haben. Gerade Butch-Lesben vielleicht auch eine gewisse Schwierigkeit haben, sich mit der weiblichen Geschlechterrolle zurechtzufinden, damit zurechtzukommen. Und das wird jetzt hier genommen und auch wieder uminterpretiert im Sinne der eigenen Ideologie, eben im Sinne von, die haben eine andere Geschlechtsidentität. Was ja wiederum interessanterweise, um auch wieder den Bezug zur Detransition herzustellen, eine Sichtweise ist, die auch ein Stück weit Grundlage war für beispielsweise meine Transitionsentscheidung, dass ich mir dachte, ich tue mich schwer mit dieser Rolle, mit der weiblichen Rolle, dann ist es ja vielleicht so, dass ich einfach ein anderes Geschlecht habe, dass ich trans bin. Insofern, auch in dieser Hinsicht finde ich das sehr interessant. Sie versuchen zu wildern. Sie versuchen zu wildern bei den Lesben und sie versuchen zu sagen, hey, wenn du so eine Dyke bist, so eine stereotypisch maskuline lesbische Frau, dann bist du vielleicht gar keine Frau. Dann bist du vielleicht innen drin ein Mann. Komm zu uns. Bei uns gibt's Kekse. So wirkt das so ein bisschen, ja? Ja. Das ist krass. Ja, absolut. Geschlechtsidentität. Ja, ich meine, es ist sicherlich nicht weit hergeholt, Transition als eine Art Konversionstherapie für Leute zu sehen, die sonst halt einfach schwule Männer, lesbische Frauen werden würden. So. Ja. Oder sein würden. Halt vielleicht dann etwas femininere beziehungsweise maskuliner. Ja. Eine politische Identität, ne? Eine politische Identität steht auf dem ersten Aufkleber und auf dem zweiten steht, es ist eine politische Meinung. Das ist auch nochmal so ein Ding, ne? Dass es hier irgendwie so in einfacher Sprache gehalten ist. Aber wie man überhaupt den Begriff Dyke oder ne, was so homosexuelle Frauen beschreibt, mit einer politischen Identität verknüpfen kann, finde ich wirklich faszinierend. Sie sprechen eigentlich das Kleingedruckte jetzt mal wirklich aus. Ja? Ich hatte ja zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, auf dem Winter-CSD in Leipzig mal mit Teilnehmern dort gesprochen, die mir gesagt haben, die Alice Weidel ist nicht lesbisch. Das kann man gerne mal nachhören. Ich werde das hier oben verlinken. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, sie hat halt nicht die richtige politische Orientierung und deswegen wird ihr offensichtlich auch die Homosexualität abgesprochen, obwohl sie mit einer Frau zusammenlebt, ja, und eine Familie hat mit einer anderen Frau. Es ist faszinierend. Ja, und deutet halt auch hin, und das ist der Punkt, warum ich vor allem auch sagen würde, dass da durchaus auch ein Zusammenhang, ein Bezug besteht zu dieser Vereinnahmung von Detrans-Geschichte, über die wir sprechen. Es deutet auch hin auf auf so eine Unfähigkeit, Phänomene, sei es Homosexualität, sei es Detransition, irgendwie anders zu begreifen als anhand einer vorab schon feststehenden Weltsicht. Was ja was ist, was in woken Kreisen der Einfachheit halber schon sehr verbreitet zu sein scheint. Auch in Bezug auf andere Thematiken, die jetzt zumindest aus nicht-woker Sicht gar nichts zu tun haben mit dieser Geschlechterthematik. Also wenn dann zum Beispiel dieses einfache unterdrückten Schema auf alle möglichen Konflikte, die auch globalpolitisch stattfinden, angewandt wird, mit ja teils sehr, sehr absurden Folgen, dass man dann zum Beispiel antisemitische Mörderbanden als antikolonialistische Befreiungsorganisationen darstellt. Also alles, was passiert, muss irgendwie eingeordnet werden in vorgefertigte Schemas, damit man es überhaupt irgendwie begreifen kann. Und so kann es halt auch nicht sein, dass Leute
tatsächlich ihre Transition bereuen, sondern die müssen dann halt irgendwie eine nicht fixierte Geschlechtsidentität haben oder so. Also irgendwie muss man das uminterpretieren können, genauso wie es nicht einfach sein kann, dass es einfach lesbische Frauen gibt, also erwachsene Menschen weiblichen Geschlechts, die erwachsene Menschen weiblichen Geschlechts sexuell begehren, sondern das muss halt dann auch irgendwie wieder in Zusammenhang gebracht werden und interpretiert werden im Sinne von trans. Es muss wieder zurückgezogen werden in das ideologische Gestrüpp. Alles, was sich dem entzieht, was versucht, davon zu laufen, muss wieder reingezogen werden. So, ne? Das ist, glaube ich, auch für Menschen, die so eine Ideologie vertreten, eine ganz fürchterliche Erfahrung, wenn sie plötzlich sehen, dass es Menschen gibt, die versuchen, sich dem zu entziehen oder die einfach durch ihre Existenz, so wie du als Detransitioniererin, der Ideologie sozusagen widersprechen. Ich glaube, das ist für manche Leute ganz furchtbar und das können die nicht ertragen und sie müssen es dann irgendwie, so wie du sagst, in ihrem Sinne wieder neu interpretieren. Das darf nicht bestehen. Und man muss ja auch sagen, um vielleicht nochmal zurückzukommen, auch spezifisch auf das Thema Detransition, dass diese Sichtweise, dass Detransition ja gar nicht auf eine Fehlentscheidung zurückzuführen, also auf eine ursprüngliche Fehlentscheidung zurückzuführen ist, ja durchaus auch attraktiv sein kann für die Transitioner selbst, die sich dann eben nicht eingestehen müssen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben und die darüber hinaus auch den Vorteil haben, dass sie obwohl sie sich nicht mehr als im engeren Sinne trans verstehen, in dieser queeren Trans-Community verbleiben können. Sie erfahren dann nicht das, was du erfahren hast, dass nämlich die Unterstützung, so hast du es, glaube ich, beschrieben, dass die Unterstützung wegbleibt, sobald du angefangen hast, an deiner Transitionierung zu zweifeln. Genau das erfahren die dann nicht. Ja, eben unter dieser Voraussetzung. Ja. Was mir auch noch dazu eingefallen ist, was ein bisschen weiter weg ist vom Thema, aber was in gewisser Weise auch dazu passt, war der Artikel, warum Schwule die krassesten Bodyshamer sind, der schon vor einigen Jahren mal durch die Szene ging, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte damals den Eindruck, dass man der schwulen Szene, die ja sehr stark auf Äußerlichkeiten bedacht ist, etwas aufdrängen will, nämlich diese ganze Fat Acceptance Geschichte und bloß kein Body-Shaming und healthy at any size und diese ganzen Geschichten, die man teilweise Frauen ganz gut untergejubelt hat. Und bei Schwulen wollte man das auch machen, weil man, glaube ich, gesehen hat, dass in der schwulen Dating-Welt, sage ich jetzt mal, sehr viel auf Äußerlichkeiten geachtet wird, dass die Leute viel trainieren, viel auf ihre Ernährung achten, damit sie einen möglichst schönen Körper haben, möglichst jugendlich aussehen und immer fit und frisch. Ja? Weil eben Männer und auch schwule Männer viel auf Äußerlichkeiten achten und weil die Leute eben ihren Datingpool vergrößern wollen. Ja? Und das ist solchen Leuten aus der Fat Acceptance Community, sage ich mal, auch ein Dorn im Auge, weil sie das einfach nicht wollen, dass da Menschen einfach hübsch und fit aussehen wollen und sich dann nicht einreden lassen wollen, dass sie es anders machen müssen und dass sie anstatt zu versuchen, ihren Körper zu ändern, stattdessen lieber ihre Schönheitsideale im Kopf ändern sollen und ihre Vorlieben ändern sollen, wen sie daten. Ja? Also das heißt,
wenn jemand fett ist und eigentlich gar nicht deinen Wünschen entspricht, dann sollst du den aber trotzdem daten, weil der ist ja genauso hübsch und der ist nur anders hübsch als die anderen und so weiter. Ne? Das ist, wie gesagt, nicht direkt im Zusammenhang damit stehend, aber es ist ein ähnlicher Versuch, sozusagen einen Ausbruch aus dem, was man als, ne, etwas, das man als einen Ausbruch betrachtet, aus dem ideologischen Gestrüpp, wieder einzufangen und irgendwie zurückzuholen. Nach meiner Erinnerung ist es aber damals nicht sonderlich gut gelungen, was, glaube ich, einfach daran liegt, dass die meisten Schwulen, die auf irgendwelchen Datingbörsen unterwegs sind, zumindest einfach sehr schwanzgesteuert sind und für solche Dinge einfach den Kopf gar nicht übrig haben. Die wollen einfach daten und Spaß haben. Und denen kann man sowas relativ schlecht einreden. Ja. Ja, also ich würde sagen, dass da auf jeden Fall insofern ein Zusammenhang zu unserem Thema besteht, als ja auch da wieder der Punkt ist, wenn es einfach um heterosexuelle Cis-Endomänner gehen würde, würde man sagen, ja klar, da kommt halt jetzt also das ist ja kein Wunder, dass die sich entsprechend diesem Unterdrückungsmechanismus, Fatshaming und so weiter verhalten. Aber schwule Männer gehören ja durchaus zu einer, ich sage mal, unterdrückten Minderheit, auch wenn man trotzdem aus queerer Sicht wahrscheinlich sagen würde, dass sie mittlerweile schon doch etwas zu privilegiert sind, um vollumfänglich als solche anerkannt zu werden. Aber dennoch entsteht dennoch ist es genau das, was einen aufregt. Da sind Leute, die doch eigentlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung so etwas nicht machen sollten. So. Ja. Ja. Wie war das noch? Die schwulen Männer sind die alten weißen Männer der Queer-Community. Ich suche das raus. Es gibt einen Link dazu. Ich suche es raus. Das steht dann unten in der Beschreibung. Ja. Ja, die haben vielleicht so ein Stück weit einfach schon verschissen. So. Ja. Ja. Der Kampf muss weitergehen. Ja. Wollen wir zu unserer Prognose kommen? Also, meine Vermutung ist ja, wenn das Thema der Detransitionierer tatsächlich jetzt größer wird, dann wird genau diese Ausweichstrategie verstärkt verwendet werden. Dass man also versucht, die Detransitionierer als Teil der Queer-Community zu vereinnahmen und so darzustellen, dass sie eben den ideologischen Grundsätzen der Queer-Philosophie eben nicht widersprechen. Ja. Also ich denke, das wird mehr werden. Ich denke, es wird immerhin Versuche geben, das so zu machen. Und wie stark das passieren wird, hängt davon ab, wie groß das Thema Detrans in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich würde dem zustimmen, auf jeden Fall, und aber noch ergänzen, dass ich auch denke, dass inwieweit das Erfolg haben würde, davon abhängen würde, inwieweit die Detransitioner selbst, sage ich mal, diesen Weg auch mittragen. Also wie ich vorhin schon mal angerissen hatte, kann so eine Sicht auf Detransition als Variation von Trans ja durchaus auch mit Vorteilen für die Betroffenen selbst einhergehen und einigermaßen komfortabel und attraktiv sein. Meine Befürchtungen sind da nicht sonderlich groß. Allerdings ist es schon öfters passiert, dass ich dann eines Besseren belehrt wurde. Insofern werden wir abwarten müssen. Ja, ich denke, dein Beitrag dazu ist ein guter Schritt in die Richtung, dass eben gerade das aufgezeigt wird, dass das passiert. Und dann kann man ja immerhin erstmal drüber reden. Man muss das erstmal wahrnehmen und verstehen, was da passiert, damit man halt auch, wenn man möchte, dagegen intervenieren kann. Und
Ja, wenn ihr also solche Sachen seht, zum Beispiel solche Aufkleber wie diesen hier, ja, meldet euch gerne bei uns. Wir haben auch einen Telegram-Channel oder kontaktiert uns anderweitig und sagt uns da mal Bescheid. Wir würden es gerne wissen, was da passiert. Wenn ihr mehr solcher Inhalte sehen wollt, liked, kommentiert und abonniert den Kanal. Eure Interaktion motiviert uns weiterzumachen.